Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Frage, meint man. Eine Kaperung ist erstmal, wenn ein Schiff ein anderes anhält, alle Waren von Bord nimmt und verkauft und das Ganze dann für sich behält. Das klingt nach einem Raubüberfall und nach Piraten, ist es aber nicht. Die nehmen wir mal alle runter. Denn eine Kaperung, das Besondere daran ist, dass es sich um eine Handlung im Krieg handelt. Also wenn zum Beispiel Frankreich und England miteinander im Krieg waren, dann haben die sich nämlich nicht nur zu Hause in Europa bekriegt, sondern tatsächlich auch überall sonst in der Welt, wo die so waren, wo sie ihre Kolonien hatten und natürlich dann auch auf den Meeren. Auf den Meeren ging es dann darum, die Waren, die der Feind von den Kolonien nach Hause transportieren wollte, dem Feind wegzunehmen. Denn tatsächlich war es meistens so, dass ein Schiff ein anderes einfach angehalten hat, indem es dem anderen gezeigt hat, ich bin schneller als du oder ich bin besser bewaffnet als du, indem man dann nämlich einen Warnschuss abgegeben hat. Wir haben also jetzt gezeigt, wir sind schneller als der andere. Dann setzt ein Beiboot über. Und am Schiff angekommen, wurde dann die Reling erklommen und man hat sich an Bord versammelt. Und der Kaperkapitän hat dann von den versammelten Seeleuten die Schiffspapiere angefordert. Das heißt, er wollte den Schiffspass sehen. Und wenn in dem Schiffspass eben stand, dass es ein französisches Schiff ist, dann durfte dieses Schiff tatsächlich legitim gekapert werden. Und das wurde dann wirklich mit so einem Tau gemacht, das angelegt wurde und dann an das andere Schiff angedockt wurde und dann an den nächsten Hafen geschleppt wurde. Meistens war es so, dass es alles friedlich ablief, aber manchmal war die Crew oder die Kapitäne eben auch nicht einverstanden und dann wurde durchaus auch mal ein Streit angefangen, wie wir in Briefen von damals lesen können, in denen dann zum Beispiel steht, dass ein solcher Kapitän 2 geladene Pistolen genommen und gesagt hat, dass derjenige, welcher sich weiter widersetzte, damit reguliert würde. Also wer gepöbelt hat, der würde mit den Pistolen reguliert werden. Aber auch wenn es scheint wie ein Cowboy, sind wir hier nicht im Wilden Westen, sondern eigentlich lief alles regulär ab und das Schiff wurde in den nächsten Hafen geschleppt und dort wurden die Waren von Bord genommen, die meistens schon direkt vor Ort verkauft wurden. Ebenso wurde das Schriftgut, sämtliches Schriftgut, alles, was man an Bord gefunden hat und auch das Hab und Gut der Seeleute von Bord genommen, wie zum Beispiel Logbücher und Ähnliches und vor allem auch die ganzen Briefe, die sich an Bord befunden haben, in Postsäcken unten im Bug verstaut, wurden alles eingesackt und in Säcke verpackt und nach London mit einer Kutsche geschickt. In London wurde dann ein Gerichtsprozess angefangen, der beweisen sollte, dass es sich tatsächlich um ein verfeindetes Schiff gehandelt hat. Und wenn man dann nur französische Briefe auf dem Tisch hatte, die untersucht wurden, dann war es natürlich klar, mon Dieu, es war ein feindliches Schiff, es war ein französisches Schiff und dann war der Fall klar und das Urteil wurde gesprochen. Sämtliches Schriftgut, das man von Bord geholt hat, hat man danach in den Keller geräumt von dem Gericht und dort wurde es über Jahrhunderte vergessen, bis vor ein paar Jahren Forscher und Forscherinnen in London in den National Archives diese Bestände wiedergefunden haben. Und unser Job in unserem Projekt, das Projekt Price Papers, ist es eben, diese Bestände dort in London, die ganzen Schriftstücke und aber auch Gegenstände von Bord, die man noch aufbewahrt hat, zu digitalisieren, das heißt zu fotografieren, aber auch mit Metadaten zu versehen, also aufzuschreiben, wer den Brief zum Beispiel geschrieben hat, wo er herkam, wo er hinging. Das ist unser Job und auf Grundlage dessen wollen wir Forschung ermöglichen, Forschung, die auch Einblick gewährt in das Leben und die Kommunikation von ganz vielen unterschiedlichen Menschen von allen Ecken der Welt damals. Und wenn ihr euch interessiert, wie ein Brief von vor 300 Jahren ausgesehen hat, schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei.